First, I'd like to introduce my wife, Zuerst möchte ich meine Frau vorstellen. Vicky. We've been married 33 years, Vicky, wir sind jetzt 33 Jahre verheiratet. and we both are so grateful that we could come here and be with you this evening. Und wir sind beide sehr dankbar, dass wir kommen konnten, um heute Abend mit euch zusammen zu sein. Do you love the Lord? Liebt ihr den Herrn? A lot or a little bit? Viel oder wenig? A lot? Okay. Well, we love the Lord too. Wir lieben den Herrn auch. What I need to know, since how many of you are very familiar with the feasts? Was ich gerne wissen möchte, ist, wie viele von euch kennen sich aus mit den Festen? Den Festen aus dem Alten Testament, den jüdischen Festen. And how many just a little bit? Und wie viele wissen nur wenig darüber? When you hear the word feast, what do you think of? Wenn du das Wort Fest hörst, was denkst du dann? How many think of food? Wie viele denken an Essen? Okay. The Hebrew word is not food. That is, yeah. No. Das hebräische Wort steht nicht für Essen. I don't know how it translates in German, but the Hebrew word moed means a divine appointment. Aber ich weiß nicht, wie sich das übersetzen lässt ins Deutsche, aber das hebräische Wort moed bedeutet Divine appointment. okay, göttliches Treffen oder göttliches Aufeinandertreffen. Do you believe in divine appointments? Glaubt ihr an göttliche Zeitpunkte oder göttliche Treffen? Do you? Glaubt ihr daran? What would you say if God scheduled one with you? Was würdest du sagen, wenn Gott einen ausgemacht hätte mit dir persönlich? Halleluja. Would you show up? Würdest du kommen? Bist du bereit? God has a day timer. Gott hat einen Terminplaner. He has scheduled divine appointments. Hat göttliche Treffen festgesetzt. Wouldn't you want to be there? Würdest du gerne dabei sein? I'm going to go into the feast more tomorrow. Ich werde morgen noch mehr über die Feste selber sagen. But tonight I'm just going to do a little introduction. Und heute Abend werde ich ein bisschen die Grundlage legen, eine Einweisung geben. What I want to do is change your perspective on some things. Was ich machen möchte, ich möchte eure Perspektive über einige Dinge verändern. And I want to show you how close we are to the coming of the Messiah. Und ich möchte auch deutlich machen, wie dicht wir schon an der Wiederkunft des Messias sind. Let me give you an example. Und ich möchte euch ein Beispiel geben. Do you see the planet Earth, how big it is compared to the other planets? Seht ihr, wie groß der Planet Erde ist, wenn man es vergleicht mit den anderen Planeten? When you were little, did your backyard seem real big? Als du ganz klein warst, sah dann der Garten hinterm Haus ganz groß für dich aus? And then as an adult, you go back and it seems really small? Und als Erwachsener kehrst du zurück und dann sieht es schon viel kleiner aus. When you see the Earth really is pretty big, isn't it? Wenn man sich die Erde wirklich mal anschaut, die Erde ist ziemlich groß, oder? Any of you fly around to the United States or go on a long trip? Ist schon mal irgendjemand bis in die Staaten geflogen oder auf eine andere lange Reise gegangen? Takes a long time. Es braucht eine lange Zeit, um da anzukommen. The Earth is pretty big. Weil die Erde sehr groß ist. But now let's change your perspective. Jetzt verändert mal eure Perspektive. Here is the Earth compared to these. Hier ist die Erde verglichen mit diesen Riesenplaneten. All of a sudden the Earth is pretty small. So plötzlich ist die Erde ganz klein. Wouldn't you say Jupiter is big? Würdet ihr behaupten, dass der Jupiter groß ist? Jupiter's big. Jupiter ist sehr groß. Here's Jupiter compared to the sun. Hier ist dann der Jupiter im Vergleich zur Sonne, die noch viel größer ist. Now that's big. Das ist wirklich groß, oder? Here's the Earth. Und das ist die Erde, so ein Zwerg. Here's Pluto. Hier ist Pluto. Now wouldn't you say the sun is big? So, wer sagt jetzt, dass die Sonne wirklich groß ist? When you compare it, the sun is big. Wenn du das so vergleichst, dann ist die Sonne wirklich groß. Here's the sun compared to some of the other stars. Und hier ist aber die Sonne im Vergleich zu anderen Gestirnen. That's Jupiter, 1 pixel. Und das da, dieser eine Punkt, ist Jupiter. Where's Earth? Wo ist die Erde? Where are you? Wo bist du da? This star is really big. Dieser Stern ist wirklich sehr, sehr groß. Arcturus.
der Abriss. It's mentioned in the book of Job. Und in Hiob wird dieser Stern erwähnt. This star is in the constellation Boötes. Und dieser Stern steht in der Sternenkonstellation Bootes. Now that's big. Das ist schon wirklich groß. But here is that star compared to these stars. Aber hier ist dieser Stern wieder ganz klein im Vergleich zu diesen riesen Monstersternen. The sun is only 1 pixel. Die Sonne ist jetzt da, dass sie nur noch einen Punkt ausmacht. Look at the size of the sun. Schau Right euch here. die Größe der Sonne auf diesem Bild an im Vergleich. There's the sun, and here's Antares. Hier ist die Sonne und da ist dieser Antares. Now, wouldn't you say that's big? Und wenn du dann sagst, Now you're wondering, aren't you? das Spiel funktioniert. Yeah. Here's Antares next to Canis Majoris. Und dann vergleichen wir den mal mit VY Canis Majoris, genau. That's the big dog star. Das ist der ganz große Stern. Now that's big. Das ist wirklich groß. In the Psalms, In den Psalmen, it says God just breathed out the stars. da heißt es, Gott hat einfach die Sterne ausgeatmet. Can you imagine how big God is? Kannst du dir vorstellen, wie groß Gott dann sein muss? And how little man is? Und wie klein der Mensch im Vergleich dazu ist. All of a sudden, God is getting bigger in our eyes, Ganz plötzlich wird Gott größer in unserer Vorstellung and we're finding our proper place. und wir finden unseren richtigen Platz, ganz klein. Isaiah says that God holds the entire universe in the palm of his hand. In Jesaja heißt es, Gott hält das gesamte Universum in seiner Innenhandfläche. Where would man be? Wo wäre dann der Mensch? And yet God says, I want a relationship with you. Und Gott sagt doch auch, ich möchte eine Beziehung zu dir persönlich. And yet man will go, no. Und doch sagt der Mensch, nein. And God could just go, poof, and off we go. Und Gott pustet uns einfach weg und wir sind weg. Here is our sun right here compared to Canis Majoris. Und hier ist der Vergleich von unserer Sonne zu Canis Majoris. Do you see how big Canis Majoris is to our little sun? Seht ihr, wie groß Canis Majoris im Vergleich zu unserer großen Sonne ist? That's how many kilometers it is. So viele Kilometer hat das Ding an Durchmesser. Go ahead and read that. Mit 900 Kilometern pro Stunde würde es 1100 Jahre dauern, Canis Majoris einmal zu umrunden. That is big. Das ist wirklich groß. And how far away is it? Und wie weit weg ist es? 4900 Lichtjahre entfernt. Man müsste mit 186.000 Meilen pro Sekunde 4900 Jahre reisen, um dorthin zu kommen. Wow. Das glaube ich auch nicht. And that's just one of billions of stars, Und das ist nur einer von Millionen von Sternen oder Milliarden von Sternen. all fitting in the palm of God's hand. Und das passt alles in die Handfläche Gottes. He can take care of you. Er kann sich wirklich um dich kümmern. Let's look at Genesis 1:14. Jetzt wollen wir uns 1. Mose 1,14 anschauen. Go ahead and read it from your notes, Okay? or wherever. Und Gott sprach, es werden Lichter an die Feste des Himmels kommen, die da scheiden Tag und Nacht und geben Zeichen, Zeiten, Tage und Jahre. When God created the sun and the moon, Als Gott die Sonne und den Mond geschaffen hat, we thought he created it for heat. dachten wir, dass er das geschaffen hätte für Hitze. But God gives 4 reasons why he created the sun and the moon. Aber Gott gibt uns 4 Gründe, warum er die Sonne und den Mond geschaffen hat. And the first reason was for signs, Und das erste ist für Zeichen, signals. Signale sozusagen. Like in sports, So wie beim Sport. a coach would give a little signal or something so the runners know what to do. Da, wo die Trainer Zeichen geben, damit die Läufer wissen, was sie tun müssen. But if the team doesn't know the signals, they're in trouble. Wenn das Team aber die Zeichensprache gar nicht kennt von dem Trainer, haben sie Schwierigkeiten. So God created the sun, the moon, and the stars to send signals to us. Also hat Gott die Sonne, den Mond und die Sterne geschaffen, um uns Zeichen